Hey, mit Spider-Noir bringt Sony ihren neuesten Versuch an ein Marvel-Spin-off-Projekt nach draußen, abseits von den animierten Spider-Verse-Filmen oder auch eben den MCU-Filmen. Aber was taugt sie eigentlich nun? Was macht sie etwa wirklich gut? Was sind vielleicht ihre Schwächen? Und mehr möchte ich ein wenig genau unter die Lupe mit dieser Review nehmen. Aber bevor wir beginnen, so richtig, paar Disclaimer vorweg. Hierbei kann es zu eventuellen Spoilern kommen, falls ihr also nicht gespoilt werden wollt von der Show. Skippt vielleicht dieses Video am besten. Und es sei auch hier gesagt, hierbei rede ich etwa nur von der Schwarz-Weiß-Version. Mir ist bewusst, diese Show wurde in zwei verschiedenen Versionen released. Einmal eine Farbversion und einmal eine Schwarz-Weiß-Version. Ich habe mir nur die Schwarz-Weiß-Version angeschaut. Ich habe ein wenig was von der Farbversion gesehen, per Clips und anderweitigen, aber nicht genügend, um ein gutes Statement zu geben. Und wie immer, hierbei ist es nur meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Alles Disclaimer wurden disclaimed, legen wir mal los mit dem Video. Beginnen wir doch mal mit einer groben Synopsis zu dieser Show. In Spider-Noir verfolgen wir Private Investigator Ben Reilly. Diese war für eine lange Zeit bekannt unter seiner Superhelden-Persona The Spider. Doch als seine große Liebe Rui verstarb, so verstarb auch der Mantel des Spiders und so kam er etwa zum Ruhestand mit seiner Superhelden-Persona. Doch einige Jahre später tauchen so einige skurrile Figuren auf mit ihren eigenen Superkräften und mit Silvermane, jemand Korrupten, an der Spitze des Systems von seiner Stadt, muss The Spider wieder zurückkehren, um seine Stadt zu verteidigen. Und mehr möchte ich aber auch nicht sagen, das ist die grobe Synopsis dieser Show. Und ja, wo kann ich etwa nur beginnen mit Spider-Noir? Beginnen wir doch mal mit dem Fakt, dass man hier eher mehr einen spirituellen Fortsetzer ansetzt an dem Spider-Verse animierten Film. Ich sag hier etwas spirituell, eher mehr, weil diese Version eine komplett separate Version ist, die vielleicht auf den ersten Blick dieselbe Version sein könnte, aber nein, es ist eine andere. Ich denke, The Spider ist ein guter Name und passt etwa in dieses Setting rein, aber warum er hier etwa Ben Reilly heißt und nicht Peter Parker? Gute Frage. Vermutlich hat das etwa was mit einem Agreement zwischen Marvel, Sony und Disney zu tun. Aber so wirklich viel weiß ich da auch eher weniger was. Aber ja, wir kriegen hier Nicolas Cage, der eine andere Version, eine andere Adaption von Spider-Man Noir spielt. Es ist keine direkte Adaption von den Comics, sei es nun eher mehr die ernsteren. Nein, es ist eine ganz eigene Version, die natürlich aber sehr viel DNA teilt mit seiner animierten Rolle. Und reden wir doch mal über Nicolas Cage und seine Lead-Performance hier. Denn mit seiner Lead-Performance lebt oder stirbt diese Show. Und ich bin froh zu berichten, dass seine Lead-Performance hier eine wirklich überzeugende ist. Zumindest für mich. Ich kann definitiv sehen, dass für die einen oder anderen diese Performance vielleicht nicht etwa wirklich funktionieren könnte. Aber ich denke, für das, was man etwa hier machen müsste, ist das eine fantastische Performance. Cage spielt sowohl die humoristischeren Momente wirklich gut, als auch die sehr dramatischen Beats. Wo er am meisten punktet, sind zwei Corners von seiner Performance. Einmal, wenn er sich als jemand anderes ausgibt, was in dieser Show tatsächlich so einige Male passiert. Da macht er etwa einen anderen Akzent, seine Körpersprache ist ein wenig anders. Diese Momente zeigen wirklich, dass Cage eine Range hat in seinem Schauspiel, was die ein oder andere vielleicht eher verneinen wird. Die andere große Sache, die er wirklich gut spielt, ist diese Detektiv-Persona, diese Noir-Persona, die man etwa wirklich kennt aus diesen klassischen 30er Jahre, 40er Jahre Krimi-Detective-Stories, Filmen. Und das ist etwa die große Sache, die diese Show emulieren möchte. Und mit so einer Performance macht man etwa einen wirklich guten Job, das zu emulieren. Natürlich haben wir die typischen Anzeichen an einer Cage-Performance hier und da, aber solches ist es eine Performance, die größtenteils sich anfühlt wie ein Throwback zu klassischen Darstellern, klassischen Leadbands aus eben diesen 30ern und 40ern Noir-Filmen. Wenn es um die andere Performances geht in dieser Show, denke ich, dass die meisten etwa sehr überzeugend sind. Cage ist definitiv ein Standout. Abseits von ihnen gibt es nur zwei andere Darsteller, die ich wirklich etwa als Standout beschreiben würde. Der Actor hinter Robbie macht einen wirklich guten Job da und hat sogar etwa einen Moment im Finale, wo er mehr oder weniger sich als The Spider ausgibt und seine Impression zu Nick Cage ist ziemlich gut, meiner Meinung nach. Generell sein Report mit Cages Ben Reilly ist eine wirklich spaßige Freundschaft und bietet wieder so einen schönen, netten Report, den man einfach braucht für einen Spider-Man in so einer Show. Abseits davon haben wir eine wirklich großartige Sorgen-Performance von der Person, die Megawatt spielt. Er gibt wirklich etwa einen schönen Feeder-Kid-Vibes zu sich und macht es etwa auf einer sehr campigen Art und Weise. Wäre es etwa in den Händen eines Actors, der nicht wirklich weiß, wie man etwa diese Scenery wirklich upstaked, dann hätten wir eine wirklich schlechtere Performance hier. Aber nein, diese
Performance ist zwar sehr campy, sehr überzogen, aber sehr passend überzogen. Die anderen Darstellerinnen machen einen guten Job hier, aber sind jetzt etwa nicht so stark erwähnenswert. Ich mochte Cat Hardy. Der Charakter ist eben die klassische femme fatale aus eben einer Noir-Story und wie sie hier genutzt wird, am besten gegen Ende dieser Show im Finale, ist es wirklich überzeugend. Zenith, die Sekretärin von Ben Reilly, ist eine schöne, nette Präsenz. Wir haben auch andere Schurken, wie zum Beispiel eine Version des Sandmans, der in typischer Sandman-Manier seine sympathischen Punkte zu sich gibt, und den großen overarching Schurken Silvermane, gespielt von einem wundervollen, grandiosen Brendan Gleeson. Aber gut, auch wenn die Performances etwa überzeugen können, ist das große Ganze mit dieser Show seine Präsentation. Und wie gut ist diese Show in seiner Präsentation? Gut, dass ihr fragt. Wie ihr sehen könnt von den Visuals, die ich bis jetzt etwa eingeblendet habe, ist diese Show ziemlich überzeugend oder zumindest visuell schön sich anzuschauen. Das Schönste an dieser Show zu sagen ist, dass man sich wirklich etwa die Mühe gegeben hat, wirklich etwa diese klassischen Noir-Film zu emulieren. Man hat mal hier nicht nur einen Schwarz-Weiß-Filter genommen, man hat mal sich wirklich etwa auseinandergesetzt, welche Farben etwa gut in Schwarz-Weiß aussehen, wie man etwa das Lighting machen sollte, und man hat mal etwa auch ein paar Arten und Weisen gemacht, die sich so anfühlen, als würde man an ein Set filmen, was auf den einen oder anderen vielleicht etwa als einen Siebentrick aussehen könnte, beziehungsweise ein wenig diese Show sichtbar machen könnte, aber der etwa so gemacht hat, weil eben diese älteren Filme größtenteilig bei einem Studio-Set beispielsweise gefilmt worden sind, damit man etwa das Environment dann doch besser kontrollieren kann und vor allem im Punkt Lighting da eine bessere Kontrolle hat beispielsweise. Wie man das alles macht, wie man das etwa auch dreht. Natürlich, die Show hat seine Momente, seine Szenen, seine Shots, die zu der Zeit vielleicht eher weniger denkbar waren, aber im Großen und Ganzen fühlt sich diese Show sehr getreu an die Ära, die diese Show emulieren möchte. Es fühlt sich wirklich so an wie ein richtiger Noir-Krimi-Detective-Film, und das ist wirklich schön an dieser Show. Natürlich, diese Show hat ihre Action-Momente, und wenn wir etwa Action kriegen, beispielsweise in der 4. Episode zwischen Spider und Megawatt oder auch in der finalen Episode, der finale Endkampf, das sind wundervolle, spaßige Action-Momente, aber wirklich viel Action kann man in dieser Show nicht erwarten. Und dennoch weiß diese Show, wie man etwa seine Spannung aufbauen kann. Die ersten 4 Episoden fühlen sich eher mehr an wie dieser klassische Noir, während die anderen letzten 4 Episoden, die ich persönlich ein wenig mehr bevorzuge, dann doch eher mehr in die Action liegen und auch ein paar andere Tropes zu dieser Zeit nehmen. Beispielsweise ist die 6. Episode ein fast so ein albtraumhafter Versuch, eine Mad Scientist Story zu erzählen. Dennoch, wie man etwa die Story aufbaut, wie man es macht, wird es sehr klassisch an, für die ein oder anderen Leute ein Problem sein. Denn diese klassischen Noir-Filme sind schon seit einer so langen Zeit bekannt und wurden durch zahlreiche Filme parodiert oder auch eine Hommage gepaid oder sonstiges, dass wir mit vielen dieser Tropes so stark bekannt sind, dass das ein oder andere fast schon ein wenig generisch, fast schon ein wenig, ja, das kann ich irgendwie vorhersehen, was als nächstes passiert, rüberkommen könnte. Man könnte mal argumentieren, dass es etwa eine Sache ist, die das Writing eher weniger so dolle macht, aber zugegeben, das müsste man ja auch emulieren. Also kann man das wirklich so stark kritisieren? Ich weiß ja nicht. Vielleicht habt ihr da auch eine andere Meinung. Ich persönlich denke, dass das etwa hier okay ist. Immerhin müsste man das Ganze emulieren aus dieser älteren Zeit. Das einzige große Problem, was ich mit dieser Präsentation habe, eventuell, wäre etwa der Score, wie man es gescored hat, die Musik und auch teilweise der Intro-Song. Ich mag es, dass wir hier ein Intro-Song kriegen und ein wirkliches, richtiges Intro kriegen. Ich vermisse Intro-Songs und eben diese großen Intros, bevor eine Episode so richtig etwa beginnen kann. So richtig sehen tun wir das etwa in der Streaming-Ära eher weniger. Und das Intro ist wirklich schön, der Song ist wirklich catchy. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, ob das etwa so gut etwa passt zu dem, was diese Show präsentieren möchte. Der Score, der Theme-Song sind alles gut und vor allem der Theme-Song ist ziemlich catchy. Ich mag ihn, ich habe wirklich etwa eine Ohrform von diesen, aber so ehregetreu fühlt es ein wenig eher weniger an. Größtenteilig eher mehr mit dem Score. Das Intro nimmt sich dann doch eher mehr Freiheiten in seiner Inszenierung, statt etwa die Show als solches. Aber der Score ist ein wenig enttäuschend, ein wenig generisch, ein wenig so modern. Aber als solches, ich mochte die Show. Doch jetzt seid ihr gefragt. Wie steht ihr denn nun zu Spider-Noir? Wart ihr ein wenig enttäuscht, dass man etwa die Comics nicht genauer adaptiert hat hier? Oder mochtet ihr diesen anderen Approach? Diese eher mehr Hommage-Approach? All dies und mehr würde
mich wie immer in den Kommentaren interessieren. Und wir sehen uns, bis wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye!